Nachdem wir das letzte Mal über die Entwicklung von Farbfilmen zu Hause gesprochen haben, sprechen wir auch heute nochmal über das Thema Entwicklung. Allerdings ein bisschen anders. Wir sprechen nämlich über Caffeinol. Nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Mein Name ist Dominik und immer freitags bringe ich euch hier neue Videos zum Thema. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die Notifikationen einzuschalten, um keines dieser Videos zu verpassen. Heute sprechen wir über Caffeinol-Entwicklung. Vor einer ganzen Weile habe ich mit euch schon darüber gesprochen, was es so braucht, um seine Schwarz-Weiß-Filme zu Hause selbst zu entwickeln. Und dies relativ einfach ist. Neben der Entwicklerdose braucht man natürlich die entsprechenden Chemikalien und allen voran natürlich den Entwickler. Filmentwickler sind Gemische aus Chemikalien, die dafür sorgen, dass das Silber, das als Silberkation in der Emulsion des Films vorliegt, reduziert wird und dann quasi Silberkristalle oder die sogenannte Cluster bildet. Diese Cluster sind dann das, was man im Film als Filmkorn sieht. Je mehr man von diesen Clustern hat, umso dunkler wird das Bild an der Stelle. Es ergibt sich negativ. Das wiederum umgekehrt ist dann das fertige Bild. Chemisch gesehen funktioniert das so, dass dieser Stoff, der das Silber reduziert, also ein Elektron vom Silber aufnimmt, selbst oxidiert wird, also Elektronen abgibt. Und natürlich können das nicht nur die Chemikalien, die in den herkömmlichen industriellen Schwarz-Weiß-Entwicklern genutzt werden, also zum Beispiel das Paraminophenol oder Hydrochinon, sondern eben auch ganz viele Naturstoffe. Und eine ganze Reihe dieser Naturstoffe findet man auch im Kaffee. Die im Kaffee nutzbaren Stoffe sind die sogenannten Tannine. Das sind Gerbsäuren oder auch Bitterstoffe genannt, die dem Kaffee nicht nur seinen charakteristischen Geschmack geben, diese bittere Note, sondern eben auch so für die Entwicklung nutzbar sind. Und dabei ist es relativ egal, ob man hier so einen Instant-Kaffee nimmt oder sich einen frischen Kaffee aufbrüht, denn diese Bitterstoffe sind in beiden Versionen des Kaffees enthalten. Der Instant-Kaffee macht das nur deswegen so nützlich, weil man da natürlich mit der Dosierung relativ gut arbeiten kann. Um das nochmal festzuhalten, ja, man kann also mit Kaffee Schwarz-Weiß-Filme entwickeln. Damit das funktioniert, reicht es natürlich nicht, in die Entwicklerdose den Kaffee zu schütten, sondern man muss den Kaffee entsprechend noch etwas präparieren. Dieser Entwicklungsprozess funktioniert nämlich nur bei alkalischen Lösungen, das heißt, wenn der pH-Wert sehr hoch ist. Um dies zu erreichen, nutzt man sowohl in der Produktion von tatsächlichen Entwicklern als auch in der Heimanwendung Soda. Das ist Natriumcarbonat, das in wässriger Lösung, also mit Wasser, zerfällt in Natriumhydroxid, eine sehr starke Base, und H2CO3, das ist die Kohlensäure, das ist eine sehr, sehr schwache Säure. In Kombination ist es also so, dass die Lösung von Natriumcarbonat alkalisch ist, also sehr stark alkalisch sogar. Dieser alkalischen Lösung könnte man dann schon eine gewisse Dosis vom Kaffee hinzugeben und könnte damit entwickeln. Das Problem ist nur, dass diese Tannine in alkalischer Lösung sehr schnell zerfallen. Wir müssen also irgendwas finden, was als Antioxidant nutzbar ist. Das heißt, dass bevorzugt eher das oxidiert wird, als dann tatsächlich unsere Tannine, die wir als Entwicklerstoff nehmen wollen. Denn sobald die oxidiert sind, sind die chemisch nicht mehr wirksam und können zur Entwicklung nicht mehr beitragen. Aus dem Grund geben wir noch etwas Vitamin C mit in die Entwicklerlösung, die wir ansetzen. Vitamin C ist ein solches Antioxidant und daher ja auch gesundheitsförderlich. Wir brauchen im Grunde nur 3 Zutaten. Soda, um die Sache alkalisch zu machen, Vitamin C als Antioxidant und unseren löslichen Kaffee oder eben frischen Kaffee, je nachdem, wie man das haben möchte, eben als Wirkstoff sozusagen. Einige Rezepte sehen dann noch die Zugabe gewisser Salze vor, um ein bisschen die Reaktionsgeschwindigkeit zu reduzieren, beziehungsweise die Rückreaktion zu den Silberhalogeniden zu bevorzugen. Ich nutze aber, wenn ich das nutze, einfach Vitamin C, Soda und Instant-Kaffee. Wie auch bei den normalen Entwicklern ist natürlich auch die Entwicklerzeit zusätzlich dann von der Konzentration, Temperatur und Film abhängig. Jetzt ist es mit den Kaffeeentwicklern so,
dass Kaffee natürlich ein Naturprodukt ist, gewissen Schwankungen unterliegt und so weiter und so fort. Demnach kann man natürlich die Sachen immer exakt genau abwiegen, aber ob das so sinnvoll ist, ist dann eine andere Frage. Beim Soda kann man sich im Grunde gar nicht vertun. Wir geben genug rein, dass die Lösung alkalisch wird und bleibt. Wir geben dann ein bisschen Vitamin C zu. Das kann auch ruhig im Überschuss vorliegen. Und dann entsprechend die Erfahrungswerten, vielleicht auch aus dem Internet, unseren Instant-Kaffee. Meine Dosierung, ich gehe nicht über Gramm, sondern ich nehme 3 Esslöffel Soda, 2 Esslöffel Kaffee und einen Portionslöffel von dem Vitamin C Pulver. Das alles kriegt man übrigens im Supermarkt, Soda als Waschsoda übrigens auch. Und fülle das Ganze dann auf 500 Milliliter auf. Die dann entstandene Lösung muss sofort verwendet werden. Ich habe ja über die Oxidation vorhin schon gesprochen. Und dient dann der Entwicklung von Film bis 400 ISO. Und da braucht man in etwa so 12 Minuten bei einer einminütigen Agitation. Also im Grunde so, wie man normal Filme auch entwickelt. Eine Warnung muss ich noch aussprechen. Natürlich ist das bei unterschiedlichen Filmtypen und Emulsionen unterschiedlich, was die Entwicklungszeit angeht, und vielleicht muss man mit der Dosierung ein bisschen spielen, aber gerade das macht die Entwicklung mit Caffeinol für mich so interessant, weil man hier so ein bisschen ausprobieren kann, ne? Und das, was man weiß, anwenden kann und einfach mal ein bisschen schaut und sich an das Ziel dann herantastet. Noch eine Warnung, bevor ich mich verabschiede für heute und euch ein paar Bilder zeige, ist, dass es einen relativ starken Grauschleier gibt. Das heißt, der Filmträger selbst ist nicht so durchsichtig wie bei vielen anderen Entwicklungen. Das ist mit zunehmender Filmgeschwindigkeit der Fall. Auch das ist bei einigen Rezepten berücksichtigt. Ich verlinke euch einfach mal die Rezepte, die ich für sinnvoll halte. Und hier nochmal der Hinweis, das Ganze geht nicht nur mit Kaffee, sondern auch mit anderen Naturstoffen, wo diese Gerbsäuren drin sind. Das heißt Wein, vor allem Rotwein, um genau zu sein, aber auch mit Bier. Und da gibt es zahlreiche interessante Experimente, und in den USA hat sogar eine Brauerei ein Filmentwicklerbier rausgebracht. Das Ganze verlinke ich euch unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu schreibt, welche Erfahrungen ihr schon mit Caffeinol gemacht habt und ob ihr das gerne ausprobieren möchtet. Hier kommen jetzt noch ein paar Bilder und ich sage ciao, bis nächste Woche.